Galactic Café. Und damit herzlich willkommen zu The Stanley Parable. You are playing The Stanley Parable steht hier und ich begrüße euch alle ganz recht herzlich zu einem neuen Let's Play. Von mir, von Dennis. Ich glaube, das muss ich nicht dazu sagen. Und ich habe ja schon vor einer gefühlten Ewigkeit mal die Demo zu The Stanley Parable probiert und jetzt endlich dann auch mal komme ich dazu, das eigentliche Spiel zu spielen. Durch eine Reihe ganz komischer, unglücklicher Zufälle. Eben war ich noch bei Siedler 3 aufnehmen, da habe ich dann mehr oder weniger einen Rage-Quit gemacht, weil das einfach bockschwer war. Dann wollte ich Far Cry weiter aufnehmen. Nach langer Pause habe mitgekriegt, dass ich die Spielstände gar nicht mehr habe. Habe gar keinen Bock gehabt mehr, da jetzt die irgendwie wieder ranzusuchen. Und deswegen bin ich jetzt bei The Stanley Parable gelandet. Denn ich bin jetzt schon eigentlich ziemlich heiß auf das Game und nicht mehr viel rumgelabere, sondern einfach mal das Spiel starten, würde ich sagen. Wir haben hier so einen schönen Effekt. Gefällt mir. Gut, und dann würde ich mal sagen, begin the game. Loading. The end is never the end, is never the end, is never the end, is loading. Ja, also, was erwartet uns bei The Stanley Parable? Ich weiß es gar nicht. Also wir haben ja die Demo gezockt und das war schon sehr spaßig und so ein bisschen Mindfuck-mäßig, von daher... Ich erwarte nichts weniger als das und noch mehr für das komplette Game. Und die ganze Sache ist auf Englisch. Ich hoffe, ich habe die Untertitel angestellt. Ich glaube ja. Und dann könnt ihr da auch fleißig mitlesen. Ansonsten hoffe ich aber, dass der Großteil von euch der englischen Sprache mächtig ist. Denn wenn das so ist wie die Demo, dann wird da viel erzählt von einem Sprecher und wir sind langsam am Ende des Ladebildschirms angekommen. Jetzt geht's los. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Und damit übernehmen wir dann jetzt auch die Rolle von Stanley. Und schon mal sehr schönes Bild vom Bürojob hier. Wir sind die Nummer 427. Und ja, wir sind hier in unserem Büro und kein Kommando. Wir sind auf uns allein gestellt. Dann schauen wir uns mal um. Hier bis aufs jeder Quadratzentimeter ausgenutzt. Haben wir eine Nachricht? Kann ich hier irgendwas benutzen? Da ging doch gerade was. Ah ja. Anscheinend ist das so das Geräusch, wenn ich nichts machen kann. Gut, wir haben jetzt kurz vor halb 12. Gleich Mittag, dann werde ich mal rausgehen. Guck mal, wo die anderen sind.
428, 429, auch keiner da. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, also das ist schon mal ganz nett hier. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Sicher, vielleicht irgendwelche Hinweise hier unten versteckt. Also schon mal echt geil, wie das hier durchnummeriert ist. Hat ein bisschen was von Aperture Science. Und ja, oh, da ist was an. Installation, wenn ich da was richtig lese. Oh, jetzt habe ich ihn ausgemacht. Auch die neuesten Modelle hier, Computertechnik. Ja, und sehr nett, wie der Erzähler quasi... Tja, also beim Computerspiel ist das ja sehr einfach, wenn man dem Spieler so einen Rahmen vorgibt, genau das zu erzählen, was er dann macht. Schauen wir mal weiter. Okay, die Sonne blendet uns, wir sehen nichts. Kommen wir auch nicht durch. Hab ich auch nicht erwartet. Machen wir alles aus hier. Meeting Room, ne? Ist das der Meeting Room? Nee, aber da geht's raus. Und da ist es dunkel. Ich glaube, da kommen wir gleich durch. Hier sind auch alle weg. Was ist das denn da? 4B6? Was ist denn 4B6? Warum hat er keine Nummer? Warum hat er eine Zahl? Soll das eine 8 sein? Schon mal sehr interessant hier alles. Und die Zeit tickt. Aber wir haben ja keinen Stress. Oh, okay. Da ist eine Öffnung im Gebälk. Sind die da durch die Dächer abgehauen? Auch nix. Ah, da geht's... Da sind lustige Zeichnungen. Projection. No, ist da so ein Männchen aufgezeichnet? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ja. Okay. Entscheidungsmoment. The door on its left. On his left. Also, der Sprecher will, dass wir hier durchgehen. Dem Gefallen tun wir ihm einfach mal nicht. Genau, das erwarten sie nämlich. Und deswegen nehmen wir doch die Lefte. Aber genau das erwarten sie nämlich. Ne, wir nehmen einfach mal wirklich die linke. Schauen wir mal. Wir lassen uns einfach mal drauf ein. Vielleicht ist ja dann noch gleich Schluss. Wenn wir alles befolgen. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Ich glaube, ich brauche die Türen alle nicht probieren. Die Bilderchen sind sehr schön, aber bringen uns auch nicht weiter. Das ist nochmal ein helles Licht. Und dann schauen wir mal. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Jo, Rip Franz. Oh, was ist denn Franz? Meeting Room. Floor 4XX Group. Blip. Okay, also... Do not alter without consulting Whiteboard Manager. Okay, wir können das anscheinend auch nicht hier irgendwie wegwischen. Und ist das weggewischt? Tomorrow, complete today's unfinished agenda items, write the next day's agenda, refleet. Okay, also das typische Bürogekrickel hier. Und die Präsentation läuft von alleine weiter. Hier große Ausdrucke von Grafiken. Was haben wir denn hier? Rate of increase in graphs per slide. Please no more charts, please stop. The Boss Appreciation Minute. On our Boss Appreciation Minute worksheet, circle the top 20 things you love most about your boss, blah blah. Solving interpersonal conflict. If you ever find yourself in a conflict with another diligent employee like yourself, but more inclined to what can be... Oh Gott, so schnell kann keiner lesen. What are your dreams for the future? Talk radio, charts, transcendent, planet life, lunch, travel, comatose, metamorphosis, tips for not getting fired, talk Stanley less. just stood there doing nothing at all. He seems to think I have nothing better to do with my time than to sit around and describe every fascinating little detail of his inability to do anything. This is why Stanley and I are on such good terms.
Oh, wir kennen den Sprecher. Sehr interessant. Der kennt uns zumindest. Okay, using slides to assure on players that everything is okay. Everyone is unique. You most of all. Okay, wir sind einzigartig. Das sehen wir daran, dass wir durchnummeriert sind. Wer braucht schon Namen? Number of slides on the slide. Chart and slides. Slides. Oh Gott. Rate of which cards on the same slide despite the same information. Das ist sehr schön. Rate of increase in graphs per slide. Ja, das kennen wir schon. Stop. Okay, dann, bevor der Sprecher uns wieder hier anfeuern muss, würde ich mal sagen, gehen wir weiter. Obwohl, das haben wir noch. To do. Synergize Core Value Expenditures. Shift Global Market Kann ich lesen. Monetize Free to Play. Okay. Sind wir hier eine Spieleentwicklungsfirma? Free to Play. Gehen wir mal weiter. Broom Closet. Oh. Ja, wäre auch komisch, wenn die nicht aufgeht. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Von wegen. Broom. Hier ist der Broom. War ziemlich klar, dass die Tür aufgeht. There was nothing here. No choice to make, no path to follow. Just an empty broom closet. No reason to still be here. Ja, warte doch mal. Wenn da schon der Name dran steht, dann wird da auch was passieren. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. FA? Was ist das denn? Das weiß ich jetzt auch nicht. Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Ja. Why? Weil Please ich... offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Nun, warte doch mal. Ich gucke hier jedes einzelne Item durch, ob ich das irgendwie anklicken kann. Sag nochmal irgendwas. You do realize there's no choice or anything in here, right? Ja. If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Okay. Ja, wir fordern den mal hier raus. Komm. Maybe to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friend you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends find this concerning. Room Closet Ending. Okay. Also, ich weiß Stanley ja, was fat and ugly and really stupid. Probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley's addicted to drugs and hookers. Okay, der Sprecher wird sauer. Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here, when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Ja, auf jeden Fall. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. He or she has fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place at the computer, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Sehr schön. Ja, den Gefallen tun wir ihm immer noch nicht. Aber der hat was vom Broom Closet Ending gesagt und es gibt mehrere Enden zu diesem Spiel, das weiß ich schon. Und weiß ich nicht, ob wir den jetzt mal herausfordern, dass es auch den Broom Closet Ending wirklich gibt. Wer weiß, wie lange man dann hier stehen muss. Jetzt sagt er wirklich nichts mehr. Da spielen sie mit der Ungeduld.
Aber jetzt standen wir hier schon so lange. Ja, schade drum. Ach komm, dann gehen wir jetzt raus, oder? Ah. Probieren wir es. Können wir die Tür hier zumachen? Bringt das was? Nein. Okay, wir gehen weiter. Und los. Ah, second player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. Moment. You too? Unbelievable. I'm at the mercy of an entire species of invalids. Perhaps there's a monkey nearby you can hand the controls to. Fish? Fungus? Look, you can hammer out the details. I'm not particularly picky. I'll just be waiting for when you're ready to pick up the story again. Nein. Okay, also sehr schön. Wir probieren es nochmal. Ja, jetzt sagt er nichts mehr. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter. Kommt mal Coming to a aus. staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ja, wir bleiben mal dabei. Wir machen mal das, was er sagt. Wir müssen ja irgendwie eine Linie halten. Schauen wir mal weiter. Oho. Der ist hier richtig schön. Hier haben wir einmal Executive Bathroom. Okay, und dann haben wir noch... Hier die Empfangsdame ist anscheinend auch nicht da. Das kommt hier alles mir sehr bekannt vor. Sieht ein bisschen aus wie die Demo. Dann schauen wir hier mal rein. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 2845. Was steht denn hier? 2845. Savage Lilies by Claude Monet. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Nope. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Ja. I'm the most expensive boss. Carte Blanche et Mont Blanc. 2845. Entschuldigung, sehr schön. Es ist schon so lächerlich, wie hoch einfach diese Wände sind. Und da oben ist noch eine Kamera, die beobachtet. Und alle möglichen Bücher hier. But it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Okay, das bringt jetzt nichts mehr. Sehr schön. Wir müssen einem aber auch einen kleinen Moment noch geben, um hier ein bisschen zu erkunden. Okay, alles sehr exquisit hier. Die geheime Tür in den geheimen Hinterraum. Oh, jetzt geht's los. Jetzt kommen wir dem großen Geheimnis hier auf die Spur. Okay, hier geht's nicht weiter. Ja, dann nehmen wir mal den großen roten Knopf. Oh. Es geht abwärts. Loading, okay. Es geht mal wieder weiter. Haben wir schon den ersten Abschnitt geschafft. Was erwartet uns jetzt hier und was wäre passiert, hätten wir die rechte Tür genommen? Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Oh, jetzt ist ja alles kaputt gegangen. Mind, lese ich denn schon mal?
Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Jetzt drehen sie aber richtig auf hier. Okay, Escape und Mind Control Facility, aber wir... Boah, das sieht schon geil aus. Wir bleiben dabei. Was haben wir da oben? If light is on, call X914 immediately. Wir gehen natürlich erstmal weiter. Wir haben ja gesagt, wir machen soweit weiter. Oh, es hat hier ein bisschen was von Cerebro, von X-Men. Okay. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Ja, natürlich. Das sind alles Monitore. Krass. Jetzt, wir arbeiten uns hier langsam voran. Okay, hier haben wir irgendwie komische Kubusse, Kuben. Kann man alles nichts machen. Wir müssen wahrscheinlich die große Überwachungskamera einen Knopf hier drücken. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Krass. Geil gemacht. Okay. Sehen wir zufällig... Oh, was haben wir? Was haben wir? Scheiße. Ich weiß die Nummer nicht mehr. 4 irgendwas. 427. 427. Da. Da ist unser. Genau in der Mitte. Das ist unser Raum. Das ist ja richtig geil. Da sind schon welche gefeuert. Da geht's wieder rum. Da ist unser. Geile Scheiße. Finde ich richtig geil. Sieht echt monströs aus. Da oben ist ein Bildfehler. Das ist ein Feiert. Dann gehen wir mal weiter. Okay, drücken wir mal hier. Fahrstuhl. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Ja, wir sind hier alle unter Kontrolle. Aber jetzt ist keiner mehr da. Warum? Weil der Boss tot ist? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Niemals. Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Na, hoffentlich nicht, obwohl jetzt steuern wir ihn ja auch. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Alles klar, unsere Aufgabe ist dann damit gegeben. Wir hauen die Kacke hier kaputt. Jetzt haben wir hier unglaublich viele Knöpfe. Mind Control Status offline. Deswegen ist wahrscheinlich keiner da. Außer ich. Wahrscheinlich waren wir die einzigen. Hey, das ist eine Theorie. Alle waren wirklich Mind Controlled, deswegen waren sie immer da. Außer wir. Wir waren die einzigen, die nicht Mind Controlled waren. Deswegen blieben wir. Weil wir es wirklich mochten. Weil uns das wirklich Spaß gemacht hat. Das kann doch sein. Okay, 3 habe ich gedrückt. Das bringt nichts. Das ist alles offline, alles offline. Ah, komisch. Komisch. Da ist die 1. Müssen wir wahrscheinlich erst die 1 drücken. 1.
2. Oh, hier haben wir was. Konsole disabled. Auch kaputt alles. Ah, hier haben wir... Die Tür ist verschlossen. Können wir aber auch nichts drücken. Können natürlich in die Facility Power gehen. Oder da hoch. Was haben wir da? 4. Dann machen wir mal hier. 1. 2. Kann man rennen? Nö. 3. Und dann noch die 4. Da oben. Vielleicht bringt das ja was. Vielleicht öffnen sich dann geheime Türen. Nö. Nicht wirklich. Dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal in die Facility Power rein und schalten dann mal den Strom ab. Wenn es das dann ist. Ach, da geht's ja noch weiter. 5. Ich muss die 5 auch noch drücken. Nö. Oder nicht. Mind Controls Idle Awaiting Input. Okay, dann schauen wir mal rein. Wie riesig das alles ist. Geil gemacht. So, And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Ja. Danger, Electric Shock Risk. Oh, oh, oh. Und steht was? Kann man nicht wirklich lesen. Employee 432, Ask 431, for Pencil 431, as per procedure, D10, not respond. Printing E-Sets. Okay, also das ist quasi das Protokoll. Und wir als Erzähler, treuer Spieler drücken erstmal auf Off. Buh. Meine Maus ist weg. Doch, da blinkt sie auf. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Ja. Schauen wir uns mal um. Es gibt nicht wirklich eine Alternative. Dann steppen wir mal durch die Open Door und schauen, was uns erwartet. Diesen grünen Wäldern. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Sehr schön. Wir haben den Stanley, wir haben uns glücklich gemacht und wir haben die Errungenschaft Beat the Game. Und anscheinend haben wir jetzt einen Durchlauf erfolgreich absolviert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann den zweiten Durchlauf machen.
und mein anderes Ende probieren. Alles klar, danke fürs Zuschauen und bis